Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Build. In diesem Video schauen wir uns das amerikanische Schlachtschiff Wisconsin mal genauer an, gehen über die Kapitänsskillung drüber, schauen uns die entsprechenden Module an und wie immer wird es den einen oder anderen Tipp bzw. Trick zum Schiff selber geben. Gameplay findet ihr dann im zugehörigen How to Play Video. Starten wir rein mit der Kapitänsskillung. Hier vorweg gleich mal die Info, wenn ihr den Spezialkapitän habt, den Halsey, schmeißt den da drauf. Der kann mit seinen Talenten nochmal eure Gefechtseffizienz steigern. Starten wir rein mit dem ersten Skill. Hier habe ich Ladeexperte. Ist ganz sinnvoll, um mal schnell zwischen HE und AP zu wechseln, wenn ihr mal eine Situation habt, wo ihr auf einmal einen DD beschießen müsst oder jemand zieht Breitseite für euch, ihr habt gerade zufällig HE geladen, seid ihr da etwas flexibler. Als nächsten Skill, strammes Tempo würde ich euch auf der Wisconsin auf jeden Fall empfehlen. Ihr habt eine hohe Grundgeschwindigkeit mit 34,1 Knoten. Damit könnt ihr, wenn ihr zu seid, nochmal gut euch verlegen, gut in Flanken fahren, gut Crossfire aufbauen. Ist auf diesem Schiff auf jeden Fall sinnvoll. Gepaart mit der guten Verborgenheit könnt ihr da wirklich gute Synergien erzeugen. Dann als nächstes Adrenalinrausch. Ist absoluter No-Brainer auf BBs. Brauchen wir nicht mehr viel drüber sprechen. Ihr wisst, was passiert, wenn ihr HP verliert, bekommt ihr dafür besseren Reload und mehr Flakschaden auf eurer Flugabwehr. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Skill. Dann haben wir Verborgenheit, beziehungsweise den Tarnmeister. Reduziert eure Verborgenheit. Sehr, sehr wichtig. Auf der Wisconsin nutzt es maximal aus. Dadurch habt ihr auch ein größeres Überraschungsmoment, weil ihr damit ungesehen näher an potenzielle Ziele rankommt und mit dieser guten Genauigkeit, mit dem guten Sigma von 2.0 und der Battlecruiser Dispersion könnt ihr damit Breitseiten sehr gut punishen. Als nächstes haben wir Brandschutz. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil ihr damit einfach die Brandherde um 1 reduziert und euer Risiko auf Brände nochmal reduziert. Dann als nächstes haben wir den Notreparaturexperten. Ist auch nochmal gut, weil ihr eine zusätzliche Reparaturmannschaft dazu bekommt und eure Wirkdauer für die Verbrauchsmaterialien bei der Reparaturmannschaft und bei der Schadensbegrenzungsmannschaft ist auch nochmal erhöht. Das passt zur Wisconsin sehr, sehr gut, weil ihr mit einem amerikanischen BB sowieso ein verlängertes Schadensbegrenzungsteam habt und das bringt euch auch in Verbindung mit dem F-Key, den ich dann später noch erklären kann, in eine gute Position. Dann als letztes habe ich noch super schwere AP-Granaten. Erhöht nochmal euren AP-Schaden um 7,5%, reduziert den Schaden durch Bränden, erhöht aber die Brandzeit. Das ist wichtig. Ist in dem Fall bei der Wisconsin nicht ganz so schlimm, weil ihr zum einen dieses lange Schadensbegrenzungsteam habt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr einen Brand löscht, sehr lange auch nicht angezündet werden. Da kommen wir auch bei den Modulen nochmal drauf. In Verbindung mit dem F-Key, mit dem ihr eure Consumables schneller zurücksetzen könnt. Das heißt, Reparaturmannschaft, Schadensbegrenzungsteam, könnt ihr diese Brände auch noch besser abfangen. Des Weiteren ist Brandschaden 100% heilbar. Das bringt euch auch nochmal nach vorne. Auf jeden Fall. Also das sind alles so Synergien, die das Schiff zur Verfügung hat, mit der ihr Schaden nochmal erhöhen könnt, ohne wirklich an den Konsequenzen dieses Skills zu leiden, um es ganz einfach zu formulieren. Schauen wir uns noch die Alternativen an. Da haben wir zum einen im Slot 1 könnt ihr auch die präventive Maßnahme mitnehmen. Ich habe jetzt den Ladeexperten drin. Präventive Maßnahme ist auch nochmal sinnvoll, weil es halt das Risiko von Modulausfällen um 30% reduziert. Das heißt Motorschaden, Turm, Ruder, alle solche klassischen Sachen, wo man beim BB mal von betroffen sein kann. Wenn ihr da wirklich Probleme habt, nutzt den Skill. Dann haben wir als nächstes, läuft wie geschmiert, erhöht nochmal eure Turmdrehzeit. Ich persönlich mag das stramme Tempo lieber, aber als Standard könnt ihr auch die Turmdrehzeit mitnehmen. Ist auf jeden Fall solide. Als nächstes haben wir die verbesserte Bereitschaft
der Reparaturmannschaft. Finde ich auch nochmal sehr sinnvoll, weil ihr einen Heal zusätzlich bekommt. Eure Reparaturmannschaft ist nochmal schneller ready, umso mehr potenziellen Schaden ihr generiert. Also ist auf jeden Fall auch eine gute Überlegung wert. Wenn ihr sagt, ich möchte eher ein bisschen mehr tanky sein, ist das eine sehr gute Alternative, weil ich ja schon erwähnt habe, ihr habt diese amerikanische Damage-Con, die sehr, sehr lange wirkt. Da gibt es ja noch ein Modul, das wir dann später noch besprechen, welches diese Zeit nochmal erhöht. Und des Weiteren habt ihr mit dem FK eine Cooldown Reduction auf eure Damage-Con selber nochmal. Das heißt, ihr seid eigentlich, wenn ihr das gut spielt, ziemlich brandunempfindlich und dann mit den ganzen Heals bei den Amis könnt ihr da wirklich sehr lang überleben. Ja, gerade wenn die Damage-Con sehr, sehr schnell ready ist, ihr habt noch eine zusätzliche, dann machen euch die Brände auch nichts. Klar, es ist immer dieses komprimierte Feuer, wenn ihr in einem Crossfire seid von 5, 6 Schiffen, da ist es egal, was ihr für eine Captain-Skillung geskillt habt, da sterbt ihr halt schnell. Aber mit einer cleveren Skillung und vielleicht diesem Skill der verbesserten Bereitschaft der Reparaturmannschaft könnt ihr auf jeden Fall nochmal mehr rausholen. Da müsst ihr für euch so ein bisschen auch ausloten, was gefällt euch mehr. Lohnt sich dieser Schadensbuff in Bezug auf längere Brände oder wollt ihr einfach nochmal ein bisschen aggressiver vielleicht auch spielen, mehr Damage tanken und damit auch vielleicht in einer aggressiveren Position noch besser die ein oder andere Breitseite oder den ein oder anderen Nahkampf für euch gewinnen. So viel erstmal zur Kapitänskillung. Schauen wir uns die Module an. Bevor wir nochmal rüberspringen, kleiner Einwurf noch. Secondaries würde ich euch auf der Wisconsin nicht empfehlen. Spielt 100% für die Guns. Die Guns sind wirklich sehr, sehr gut und spielt auf Survivability und dann habt ihr mit diesem Schiff auch wirklich sehr viel Spaß. Zu den Modulen. Wir starten im ersten Slot. Ich habe da aktuell noch Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Wenn ihr die Kohle übrig habt und die Wisconsin viel spielen wollt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nimmt das Schadensbegrenzungsteam Modifikation 1 mit rein, weil ihr da nochmal plus 40% Wirkungsdauer auf euer Schadensbegrenzungsteam habt. Und das ist verdammt gut in Kombination einfach mit den ganzen Consumables, die ihr auf der Wisconsin habt. Beim Rest braucht ihr nicht wirklich, springe ich drüber und dann gehen wir als nächstes in Slot 2. Hier habe ich Schadensbegrenzungssystem Modifikation 1 drin, reduziert die Brände, Floodings finde ich grundsolide, komme ich gut mit klar. Ihr habt eine Def-AA mit dabei bei der Wisconsin, ihr könnt das Modul einbauen. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe nicht so das Gefühl, dass man viel Probleme mit Flugzeugträgern hat. Klar gibt es mal Tage, wo man 5, 6 Stück hintereinander hat, da wünscht man sich das. Aber overall, wenn ihr den Durchschnitt betrachtet, hilft euch ein Schadensbegrenzungssystem Modifikation 1 einfach mehr, weil ihr eure Brandwahrscheinlichkeit einfach reduziert. Und damit bekommt ihr, ich sag mal so pro Game 2, 3 Brände weniger im Zweifelsfall, weil einfach über die Summe ihr weniger brennt, um das abzukürzen. Dann springen wir ins nächste. Hier habe ich Hauptbatterie Modifikation 2, um einfach nochmal die Turmdrehzeit zu verbessern. Finde ich auf einem Ami-Schlachtschiff immer solide, wenn ihr Turmdrehzeit mitnehmen könnt, nimmt sie mit. Ich meine, wir können jetzt auch nochmal überlegen, ihr könnt auch Artillerie-Plotterraum Modifikation 1 mitnehmen. Da bekommt ihr nochmal plus 16% mehr Reichweite. Schauen wir uns mal die Reichweite an in dem Zug. Ihr habt schon eine Reichweite von 23,4 Kilometern. Ihr habt einen Spotterplane mit dabei. Ich bin sehr sicher, dass diese Range in 90% der Games locker ausreicht. Nimmt lieber die Turmdrehzeit mit, da seid ihr in gewissen Situationen, vielleicht bei einem Drive-By oder wenn DD euch pusht, einfach nochmal flexibler, weil ihr eine schnelle Turmdrehzeit habt. Ist auf jeden Fall, wenn man sich das überlegt, die sinnvollere Variante. Auf die anderen Skills, Flakbewaffnungsmodifikation 1, wenn es euch Freude bereitet und sagt, ich muss unbedingt Flugzeuge abschießen, packt sie mit rein, aber im Großen und Ganzen habe ich ja schon erwähnt,
relativ stabile AA mit der Def AA macht ihr wirklich gut was gegen Flugzeugträger. Und man muss auch in diesem Spiel sagen, wenn euch der Flugzeugträger wirklich killen will, killt er euch auch. Ihr könnt es nur ein bisschen delayen, aber das bisschen mehr Flak bringt im Zweifelsfall nicht wirklich was. Dann als nächstes habe ich Antriebsmodifikation 1. Einfach nochmal, wenn man sich zurückerinnert an den Kapitänskill, nochmal, wenn man zu ist, 10% mehr Geschwindigkeit. Ihr habt ein sehr schnelles BB. Das heißt, ihr habt, wenn ihr zu seid, eine sehr schnelle Beschleunigung mit der Wisconsin und damit könnt ihr die zusätzlich nochmal buffen. Kann beim Dodgen gegen Torpedos zum Beispiel gut sein. Deswegen bin ich dann großer Fan davon. Ich habe viele BBs, wo ich das auch mehr skille, weil ich einfach sage, das Thema Brände, wenn man das richtig managt, ist es auf dem BB kein Problem. Muss man wirklich sagen. Wenn ich natürlich in einen HE-Spam, wie vorher auch schon erwähnt, reinkomme, dann hilft mir auch ein Schadensbegrenzungssystem Modifikation 2 nichts, wenn ich 15% weniger brenne. Ihr dürft halt auch nicht vergessen, wenn ich einen 1er-Brand cleanse und dann einen Vierfachbrand bekomme, dann helfen mir die 15% auch nicht mehr viel. Dann habe ich schon ein falsches Positioning gewählt für mich. Da hilft mir aber auch kein Captain Skill und keine Module dieser Welt weiter. Ist leider so. Dann als nächstes Tarnsystem, machen wir Deckel drauf. Ihr kommt auf 12,9 runter, ist super mit der Wisconsin. Mit den Kapitänsskillungen, die ihr habt, könnt ihr damit unfassbar gut Schiffe punishen und auch BBs outspotten und damit halt auch nochmal ein paar Situationen herbeiführen, die ihr mit einem schlechteren Concealment nicht hättet. Im letzten Slot ist einfach Ami-spezifisch, nimmt die Artillerie-Plotterraum-Modifikation 2 mit. Bufft nochmal eure Dispersion minus 11%. Das ist super mächtig, gerade auf so einem Schiff, das schon eine gute Dispersion hat. Ihr könnt damit unfassbar gut Broadsides punishen. Ihr seht es dann auch nochmal in einem How-to-Play-Video, wie gut man da einfach auf Broadside-Schiffe schießen kann. Ihr müsst dann entsprechend vorhalten. Klar, die Ami-Shells sind ein bisschen langsamer, die haben eine längere Flugzeit, wobei man sagen muss, die Wisconsin hat noch eine bessere Flugzeit als zum Beispiel die Montana oder die Missouri. Kann man hier auch nochmal einwerfen, ist ein bisschen besser. Deswegen nutzt die bessere Dispersion. Ich bin mir sicher, dass es einen besseren Reload aufwiegt. Klar ist es schön, nochmal 12% besseren Reload zu haben, schneller schießen zu können, aber die Sache ist halt so, wenn ihr nichts trefft, hilft euch der Reload auch nichts. Und manchmal ist es auch so, dass ihr, wenn einer breit zieht, habt ihr nur eine Salve. Selbst mit einem besseren Reload habt ihr die nicht. Ja, das bringt euch nichts. Ihr habt ungefähr immer 30 Sekunden Reload beim BB, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Und bei einem Turn, der dauert meistens nur so 20 Sekunden, maximal 30 Sekunden. Und da kriegt ihr im Normalfall nur eine Salve raus. Deswegen schaut lieber, dass diese eine Salve gut trifft und dann braucht ihr auch nicht unbedingt den Reload. Man sieht ja bei einer Vermont, ich habe eine sehr, in Anführungszeichen, schlechte Nachladezeit. Da muss ich auch schauen, dass jede Salve sitzt. Und da muss man auch für sich so ein bisschen Gespür entwickeln, wann zieht ein Gegner Breitseite, halte ich meine Shots zurück. Man muss beim BB nicht immer auf Cooldown schießen. Ja, gewöhnt euch das vielleicht nicht an. Überlegt wirklich, wie hat der Gegner sein Ruder gestellt, dreht er raus, dreht er nicht raus, weil der Unterschied einfach zwischen Nose-In und Breitseite sind 20, 30k Unterschied, wenn ihr eine gute Salve habt. Da sind 12% Reload dann auch einfach zu vernachlässigen. Dann gehen wir auf die Verbrauchsmaterial und den F-Key mal ein. Starten wir mit dem F-Key. Schnellladesysteme ist wirklich ein sehr, sehr geiler Skill. Der lädt sich auf, wenn ihr mit eurer Hauptbatterie Treffer erzielt. Wenn man dann gute Salven hat, schafft man das in 3, 4, 5 Salven, den F-Key aufzuladen. Man muss auch sagen, der baut sich mit der Zeit ab. Deswegen ist es vielleicht am Anfang sinnvoll, wirklich auf Cooldown zu schießen, um den möglichst schnell voll zu bekommen und dann in die Situation reinzugehen, wo man den Gegner punishen kann. Ihr bekommt, wenn ihr den F-Key nutzt, eine Ladezeitreduzierung von 50% und das ist massiv. Das ist richtig geil. Aber das Zweite, was es nochmal wirklich sehr, sehr gut macht, ist die Verringerung der Vorbereitungszeit und der Ladezeit auf eure Verbrauchsmaterialien. Minus 80%. Das ist das, was ich erwähnt habe in Bezug auf die Damage Con.
und den Heal, wenn ihr das richtig timet, dann jucken euch Brände wirklich nichts. Deswegen habe ich auch in dem Fall mehr Damage mitgenommen bei dem Dreier-Skill, weil ich sage, okay, wenn ich meinen F-Key mit meiner guten Damage-Con und mit dem Heal gut managen kann, dann werde ich mit Incoming Damage auch keine Probleme haben. Des Weiteren kann man noch sagen, die Wisconsin hat eine Unterwasser-Zitadelle im Gegensatz zu Montana und zu Missouri. Die liegt wirklich sehr, sehr tief, ist dadurch auch schwer zu punishen. Abschließend jetzt nochmal, also F-Key super stark, nutzt ihn clever, nutzt ihn nicht einfach immer nur für den Reload, um eure Hauptbatterie schneller nachladen zu können, sondern auch timet es auch so ein bisschen mit euren 2 anderen wichtigen Verbrauchsmaterialien auf dem Schiff, also DamageCon und der Reparaturmannschaft, um hier einfach lang und gut im Spiel zu performen. Dann gehen wir auf die Verbrauchsmaterialien. Wir haben eine Def AA mit dabei. Ist, finde ich, ein schönes Gimmick. Nochmal zusätzlich die Möglichkeit, seine AA zu verbessern. Nimmt man gerne mit. Dann als nächstes haben wir die Auswahlmöglichkeit zwischen Aufklärungsflugzeug und Jäger. Ist für mich 100% No-Brainer, man nimmt immer das Aufklärungsflugzeug mit. Das bringt euch einfach mehr. Ihr könnt genauso über Inseln spotten wie mit einem Jäger, aber ihr kriegt zusätzlich Reichweite und ihr könnt euren Kamerawinkel mit C verstellen, wenn ihr es auf C-Taste habt. Damit könnt ihr besser über Berge schießen. Das macht vieles einfacher. Ihr habt eine gute AA, der Carrier wird euch normalerweise nicht fokussieren. Der wird sich andere Schiffe raussuchen. Also ein guter Carrier-Spieler wird immer die Schiffe mit schlechter AA am Anfang anfliegen oder die eine schlechte Position haben, um da sein Damage zu machen. Und später erst auf Schiffe mit guter AA, weil diese normalerweise über den Lauf des Spiels durch HE-Spam, durch Beschuss, durch alles Mögliche an Schaden, der reinkommt, schon ein bisschen ihre AA verloren haben und dadurch schwächer sind im Late Game als im Early Game. Deswegen braucht ihr da nicht wirklich einen Fighter mitnehmen. Und die meisten guten CV-Spieler können so droppen, dass der Fighter nicht getriggert wird oder dass sie euch ignorieren und dann kommen, wenn der Fight auf Cooldown ist. Deswegen verschwendet da nicht eure Kapazitäten und nehmt einfach ein Aufklärungsflugzeug mit. Dann haben wir Reparaturmannschaft. Wir haben die verbesserte amerikanische Reparaturmannschaft, was auch nochmal ein Grund ist, da den entsprechenden Skill mitzunehmen, was eure Reparaturmannschaft bufft. Und das ist einfach wunderbar und damit könnt ihr mit der Wisconsin wirklich sehr lange überleben. Am Ende nochmal das spezialisierte Schadensbegrenzungssystem der Amerikaner. Ihr seht 22 Sekunden, das ist wirklich lange. Und wenn ihr das dementsprechend noch boostet, da ist jetzt auch die Kapitänsskillung mit drin, darf man nicht vergessen, aber mit dem Kohlemodul nochmal boostet, kommt ihr auch nochmal auf einen schönen Wert und dann gerade mit der 80% Ladezeitverringerung durch den F-Key habt ihr die sehr schnell wieder ready. Das heißt, auch wenn ihr jetzt mal einen Triple-Brand zufällig bekommt, dann könnt ihr, wenn ihr den FQ ready habt, den sehr schnell wieder cleansen, beziehungsweise ihn auch mit einer Reparaturmannschaft gut wieder ausgleichen. Also ihr müsst halt überlegen, wann ist es sinnvoll, das zu ziehen. Kommen vielleicht Torhubs und warte ich auf das oder droppt mich der Flugzeugträger mit Torhubs und mein Ruder oder mein Motor könnte ausfallen, zum Beispiel jetzt mal als Worst Case und ich stehe in der Position, wenn ich da mit dem Motorschaden drin bin, dann gehe ich wahrscheinlich raus, weil ich breitseitig gerade im Turn bin. Dann müsst ihr auch überlegen, oder ein U-Boot-Ping. Es gibt inzwischen so viele Sachen, die ihr mit einem Schadensbegrenzungsteam clearen müsst. Deswegen wirklich überlegt, wann ihr es einsetzt. Vielleicht auch, wenn ihr gerade krass in einem HE-Spam seid und ihr habt dieses lange Schadensbegrenzungsteam, werdet gespammt, habt einen Doppelbrand, Cleansinn und dann läuft das Ding und dann könnt ihr vielleicht währenddessen auch noch zugehen, weil das ist ja immer so, dass, wenn ihr beschossen werdet, die Shells haben ja auch eine gewisse Flugzeit. Das heißt, wenn einer aus einer gewissen Distanz schießt, dann habt ihr euren Brand gecleanst, aber die Shells kommen erst 10, 15 Sekunden später. Oder vielleicht 20 Sekunden später. Lasst es 25 Sekunden sein. Keine Ahnung, von wo der dann schießt. Aber ihr könnt danach nicht nochmal in Brand geraten und dann wieder aufgehen. Weil, wie ihr alle wisst, wenn ihr brennt, erhöht sich eure Aufdeckungsreichweite. Deswegen ist es auch wichtig, das Ganze gut zu managen. Dann bei den Flaggen, nehmt die Flaggen mit, wo ihr zum einen Geld für habt,
aber ich würde nicht auf die Detto-Flagge verzichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Speed-Flagge ist vielleicht auch noch ganz gut. Die war jetzt auch mit drin, deswegen sind wir auf 34,1, was die Knotenanzahl angeht. Sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Und auch die Heal-Flaggen und alles sind jetzt schon in diesen Verbrauchsmaterialien mit drin. Nochmal so als kleiner Hinweis. Und auch natürlich bei der AA. Damit hoffe ich, dass euch dieses How-to-Build-Video zur Wisconsin gefallen hat. War ein bisschen ausführlicher. Ich wollte ein bisschen mehr mit dazu nehmen. Muss mich hierbei auch nochmal beim Eternal Titan bedanken von Oboy. Der hat mir ein bisschen Hilfestellung gegeben. Ist ein sehr guter BB-Spieler. Streamt auch auf Twitch. Schaut gerne mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Den verlinke ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like beziehungsweise einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen, Feedback zum Video habt, über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.